Lukas, ich habe ein Problem. Ein großes Problem. Ein Problem? Was ist passiert, Anna? Ich war gestern bei meinem Freund. Ich wollte ihn besuchen, aber ich habe sein Haus nicht gefunden. Nicht gefunden? Aber du kennst ihn doch seit Jahren. Er hat mir gesagt, ich wohne gegenüber vom Supermarkt, neben der Bäckerei, hinter der großen Kirche. Das klingt doch klar. Was war das Problem? Ich weiß nicht, was gegenüber, neben und hinter bedeuten. Ich bin verwirrt. Oh, Anna, das ist kein Problem. Das lernen wir heute. Wirklich? Das ist unser Thema? Ja, heute sprechen wir über Präpositionen des Ortes, also in, auf, unter, über, vor, hinter, neben, zwischen, an, gegenüber. Das ist genau das, was ich brauche. Dann finde ich das Haus meines Freundes. Du hörst Learn German Podcast, Deutsch lernen für Level A2. Und heute, wo ist was? Präpositionen für Anfänger. Los geht's. Anna, wir fangen mit den einfachsten Präpositionen an. Zuerst in. In, das kenne ich ein bisschen. In bedeutet inside, innerhalb von etwas. Zum Beispiel, das Buch ist in der Tasche. Ah, also etwas ist drinnen, nicht draußen. Genau. Mehr Beispiele: Ich bin in der Wohnung. Das Geld ist in meiner Geldbörse. Die Milch ist im Kühlschrank. In der Wohnung, in der Tasche, im Kühlschrank. Perfekt. Merke, im ist kurz für in dem. Zum Beispiel im Kühlschrank, im Auto, im Haus. Im Haus ist also das gleiche wie in dem Haus. Genau. Du lernst schnell. Jetzt die nächste Präposition. Auf. Auf kenne ich auch. Das ist on top, oder? Ja, auf bedeutet on something, auf einer Oberfläche. Zum Beispiel, das Buch ist auf dem Tisch. Also nicht in der Tasche, sondern auf dem Tisch, nicht in der Tasche. Richtig. Mehr Beispiele: Die Katze ist auf dem Dach. Das Handy ist auf dem Bett. Das Glas ist auf dem Boden. Auf dem Tisch, auf dem Dach, auf dem Bett. Gut. Nächste Präposition. Unter. Unter, das ist under, richtig? Genau. Unter bedeutet under oder below. Zum Beispiel, der Hund ist unter dem Tisch. Mein Hund schläft immer unter meinem Bett. Das ist ein gutes Beispiel. Also, der Hund ist unter dem Bett. Mehr Beispiele: Die Schuhe sind unter dem Schrank. Das Geld ist unter dem Kissen. Unter dem Tisch, unter dem Bett, unter dem Schrank. Perfekt. Nächste Präposition. Über. Über, das ist over oder above. Ja, über bedeutet above oder over. Zum Beispiel, das Bild hängt über dem Sofa. Also nicht auf dem Sofa, sondern über dem Sofa, an der Wand. Richtig. Mehr Beispiele: Die Lampe hängt über dem Tisch. Die Wolken sind über den Häusern. Ein Vogel fliegt über dem Auto. Über dem Sofa, über dem Tisch, über den Häusern. Gut, jetzt kommen die Richtungspräpositionen. Zuerst vor. Vor, das ist in front of. Ja, vor bedeutet in front of. Zum Beispiel, das Auto steht vor dem Haus. Also nicht im Haus, nicht hinter dem Haus, sondern vor dem Haus. Genau. Mehr Beispiele: Ich stehe vor der Tür. Der Bus hält vor der Schule. Der Hund sitzt vor dem Fernseher. Vor dem Haus, vor der Tür, vor der Schule. Jetzt das Gegenteil. Hinter. Hinter ist behind, richtig? Sehr gut, Anna. Hinter bedeutet behind. Zum Beispiel, das Buch ist hinter dem Schrank. Hinter dem Schrank. Da finde ich es ja nie. Deshalb ist es wichtig, die Präpositionen zu lernen. Mehr Beispiele: Die Katze versteckt sich hinter der Couch. Der Parkplatz ist hinter dem Kino. Die Sonne ist hinter den Wolken. Hinter dem Schrank, hinter der Couch, hinter dem Kino. Gut, nächste Präposition: neben. Neben, das ist next to, oder? Ja, neben bedeutet next to or beside. Zum Beispiel, der Tisch steht neben dem Bett. Also direkt daneben, nicht weit weg. Richtig. Mehr Beispiele: Ich sitze neben meinem Bruder. Die Bäckerei ist neben der Bank. Die Lampe steht neben dem Sofa. Neben dem Bett, neben meinem Bruder, neben der Bank. Jetzt eine besondere Präposition: zwischen. Zwischen, das ist between, oder? Ja,
Zwischen bedeutet between two things. Zum Beispiel, das Buch liegt zwischen dem Tisch und dem Sofa. Also nicht auf dem Tisch, nicht auf dem Sofa, sondern in der Mitte. Genau. Mehr Beispiele. Mein Haus ist zwischen dem Supermarkt und der Schule. Der Stift liegt zwischen den Büchern. Ich sitze zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Zwischen dem Tisch und dem Sofa. Zwischen dem Supermarkt und der Schule. Gut, jetzt kommt an. An, das ist schwierig. Was bedeutet das? An bedeutet on a vertical surface or next to a point. Zum Beispiel, das Bild hängt an der Wand. An der Wand. Nicht auf der Wand, sondern an. Richtig. Mehr Beispiele. Ich stehe an der Tür. Die Stadt liegt am Meer. Am ist an dem. Der Tisch steht am Fenster. An der Wand, an der Tür, am Fenster. Letzte Präposition für heute. Gegenüber. Gegenüber ist schwer. Das verstehe ich nicht. Keine Angst. Gegenüber bedeutet across from. Zum Beispiel, das Café ist gegenüber der Bank. Also nicht neben der Bank, sondern auf der anderen Straßenseite. Genau, du hast es verstanden. Mehr Beispiele. Ich wohne gegenüber dem Park. Mein Büro ist gegenüber der Kirche. Der Lehrer steht mir gegenüber. Gegenüber der Bank, gegenüber dem Park, gegenüber der Kirche. Perfekt, Anna. Du hast alle 10 Präpositionen gelernt. Okay, Lukas, lass mich wiederholen. Ich will sicher sein, dass ich alles verstanden habe. Sehr gute Idee. Wiederholung ist wichtig. Ich helfe dir. In bedeutet inside. Das Buch ist in der Tasche. Richtig. Auf bedeutet on top. Das Buch ist auf dem Tisch. Richtig. Unter bedeutet under. Der Hund ist unter dem Tisch. Richtig. Über bedeutet above. Das Bild hängt über dem Sofa. Richtig. Vor bedeutet in front of. Das Auto steht vor dem Haus. Richtig. Hinter bedeutet behind. Das Buch ist hinter dem Schrank. Neben bedeutet next to. Der Tisch steht neben dem Bett. Richtig. Zwischen bedeutet between. Das Buch liegt zwischen dem Tisch und dem Sofa. Richtig. An bedeutet on a vertical surface. Das Bild hängt an der Wand. Richtig. Gegenüber bedeutet across from. Das Café ist gegenüber der Bank. Alles richtig, Anna. Du bist jetzt eine Expertin für Präpositionen. Juhu, dann finde ich endlich das Haus meines Freundes. Gut, Anna. Jetzt testen wir dein Wissen mit einem kleinen Spiel. Ein Spiel? Ich liebe Spiele. Wie funktioniert es? Ich beschreibe eine Situation, du sagst die richtige Präposition. Okay, ich bin bereit. Frag mich. Nummer 1. Die Katze schläft der Couch. Sie ist unter der Couch, also? Unter. Die Katze schläft unter der Couch. Richtig. Nummer 2. Das Bild hängt der Wand. An. Das Bild hängt an der Wand. Richtig. Nummer 3. Der Supermarkt ist der Bank und der Schule. Zwischen. Der Supermarkt ist zwischen der Bank und der Schule. Richtig. Nummer 4. Meine Wohnung ist dem Park auf der anderen Straßenseite. Gegenüber. Meine Wohnung ist gegenüber dem Park. Richtig. Nummer 5. Das Glas ist dem Tisch auf der Oberfläche. Auf. Das Glas ist auf dem Tisch. 5 von 5. Perfekt, Anna. Das war einfach. Die Präpositionen sind nicht so schwer. Sie sind nicht schwer, wenn man übt. Und du hast heute viel geübt. Lukas, ich habe eine Frage. Brauchen diese Präpositionen immer den Dativ? Au, eine Grammatikfrage. Sehr gut, Anna. Also Dativ oder nicht? Alle diese Präpositionen brauchen den Dativ, wenn sie eine Position beschreiben, einen Ort, ein Wo. Dativ für Position. Wo? Das merke ich mir. Genau. Schau dir die Beispiele an. Das Buch ist in dem Schrank. Wo? In dem Schrank. Dativ. In dem Schrank. Das ist Dativ. Der Hund liegt unter dem Tisch. Wo? Unter dem Tisch. Dativ. Unter dem Tisch. Auch Dativ.
Das Bild hängt an der Wand. Wo? An der Wand. Dativ. An der Wand. Alles Dativ. Also, für die Position brauchst du immer Dativ. Das ist gut zu wissen. Aber gibt es auch Ausnahmen? Für Level A2 keine Ausnahmen. Alle diese Präpositionen nehmen den Dativ. Das ist einfach. Gut, dann muss ich nicht so viel denken. Lukas, jetzt habe ich eine Idee für eine Übung. Eine Idee? Erzähl mir. Ich beschreibe mein Wohnzimmer mit allen Präpositionen und du sagst, ob ich richtig liege. Das ist eine fantastische Idee, Anna. Los geht's. Also, mein Wohnzimmer. Der Fernseher hängt an der Wand. Richtig, Das Sofa steht unter dem Bild. richtig, Der Tisch steht vor dem Sofa. richtig, Die Lampe hängt über dem Tisch. richtig, Das Bücherregal steht neben dem Fenster. richtig, Der Stuhl steht zwischen dem Tisch und dem Bücherregal. richtig, Der Teppich liegt unter dem Tisch. richtig, Eine Pflanze steht auf dem Fensterbrett. richtig, Meine Tasche liegt hinter der Tür. richtig, Das Café gegenüber meiner Wohnung sehe ich aus dem Fenster. alles richtig, Anna. Du kannst stolz auf dich sein. Das war einfach. Ich bin jetzt eine Präpositionenmeisterin. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche. Beschreibt euer Zimmer oder eure Wohnung. Benutzt die Präpositionen in, auf, unter, über, vor, hinter, neben, zwischen, an, gegenüber. Schreibt 5 bis 10 Sätze. Zum Beispiel, das Bett steht an der Wand, der Schreibtisch ist neben dem Fenster. Schreibt eure Sätze in die Kommentare. Wir lesen sie und helfen euch. Und jetzt kommt der Challenge für diese Woche. Ein Challenge? Ich liebe Challenges. Stellt einen Gegenstand an 10 verschiedene Orte in eurem Zimmer. Jedes Mal mit einer anderen Präposition. 10 verschiedene Orte? Das ist eine gute Idee. Zum Beispiel, das Buch ist auf dem Tisch. Das Buch ist unter dem Tisch. Das Buch ist neben dem Stuhl. Und dann sagt ihr laut auf Deutsch, wo das Buch ist. Das ist Übung für euer Gehirn. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch geholfen. Und jetzt gehe ich das Haus meines Freundes suchen. Dieses Mal finde ich es. Viel Glück, Anna, und denk an die Präpositionen. Gegenüber vom Supermarkt, neben der Bäckerei, hinter der Kirche. Ich schaffe das. Tschüss zusammen, bis zur nächsten Folge. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen.